Liebe Jungfrau, herzlich willkommen zu deinem August-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein August gestalten möchte, was er für dich bereithält, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird wichtig und ausschlaggebend werden? Oder aber auch, was solltest du am besten ganz außer Acht lassen? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Die Jungfrau im August 2024, bitte. Nichts sollte jemals geschehen sein. Doch die Selbstverantwortung, sie klopft an die Tür. Oh, liebe Jungfrau, Sie sagen, du rechnest ab. Wow. Sie sagen, es ist eine explosive Mischung aus niederen Emotionen, Trauer, Wut und Zorn. Fast bei einigen wenigen Hassgefühle. Yes, liebe Jungfrau, was ist da los? Dem zugrunde liegt das Gefühl, jemandem nicht gut genug zu sein, nicht gut genug gewesen zu sein. Du erfährst etwas, nicht weil es an dich herangetragen wird, sondern entweder intuitiv oder du hörst zufällig etwas. Wie zum Beispiel zwangsweise hörst du an einem Telefongespräch mit oder du gehst an einer Tür vorbei, wo zwei Menschen sich unterhalten. Das triggert dich wahnsinnig, da geht ein Kopfkino los, doch sie sagen, Ende gut, alles gut, liebe Jungfrau. Es dauert nur 5 Tage, wo du dich damit beschäftigst, doch dieses Thema wird dann ein für alle Mal losgelassen. Ja, wie passend. Denn du erkennst dadurch, dass es die Begrenzungen der anderen sind, die dich eingrenzen. Du erkennst auch, was du denn nicht alles bis dato für andere getan hast, um gut genug zu sein, ihnen zu genügen, doch dir selbst nicht zu genügen. Lese zwischen den Zeilen. Das, was du da finden darfst, die Erkenntnis, die Lösung, ganz, ganz wunderbar. Dann andere hingegen werden kurzum einen neuen Job finden oder eine neue Wohnung, ein neues Haus. Dort, wo es dir zu enge geworden ist, kommt das Neue auf dich zu, die perfekte Lösung. Deine Instinkte werden immer ausgeprägter, ausgefeilter und du erkennst auch dorthin gehend, weil alles zusammengehört, etwas, was mit einer mütterlichen Energie, gar deiner Mutter oder jemand, der für dich wie eine Mutter war oder ist, und erkennst, sie sagen, worüber hinweg gesehen worden ist. Doch du, liebe Jungfrau, die Details entgehen dir nicht. Hört sich sehr spannend an, der August. Vor allem scheint er für dich sehr, sehr aufschlussreich zu werden. Die Jungfrau, dein Hauptthema. Unter welchem Thema steht dein Stern im August? Das Hauptthema. Gitterstäbe oder ein Zaun, irgendetwas, was begrenzt. Du beschäftigst dich damit, sei es mit dem Aussehen, mit dem Bau oder Abriss. Ja, voilà. Gerechtigkeit, Ausgeglichenheit,
die Lösung. Du möchtest definitiv, vor allem dann, wenn es eine Waage oder einen Skorpion betrifft, Klarheit, Licht ins Dunkle bringen. Jemandem, dem du immer wieder oder unentwegt, je nachdem, geholfen hast, diesem immer eine Schulter warst, eine Stütze warst, dies bricht zusammen, doch nicht, sie sagen, es bricht zusammen, nicht um vollkommen kaputt zu gehen, sondern um neu aufgebaut zu werden, um gesund aufgebaut zu werden. Du erkennst deine Rolle im Leben anderer Menschen. Und das ist etwas, was nicht zu unterschätzen ist, liebe Jungfrau. Du bist bei vielen das Gerüst, das zusammenhält. Doch so oft hast du die Augen verschlossen vor Dingen, die dir ein Dorn im Auge waren, liebe Jungfrau. Sie sagen mir, ein Schütze spielt auch eine große, große Rolle in diesem Ganzen. Vielleicht schaue dorthin und schaue, was dir dort ein Dorn im Auge ist, im Miteinander. Und sie sagen, webe dein Netz. Sie sprechen in Rätseln. Doch wir werden sicherlich Aufschluss kriegen. Gehen wir in die Details. Jemand hat Heißhunger auf Donuts. Dann noch jemand, es gibt auch diese Halbedelsteine in Kreisen mit einem Loch drum, darin, dass man als Halskette tragen kann. Ich sehe so einen Stein um deinen Hals herum. Für diejenigen, die sich aktiv sportlich betätigen, Vorsicht, nicht zu übertreiben, immer gut dehnen und nicht in Hitze, sie sagen nicht zu überhitzen. So, das, was du erfährst, wie gesagt, was du mithörst, was intuitiv dir zugetragen wird. Es erinnert dich an damals, wo kein Platz für dich war. Überlege, wann hast du dich so gefühlt, wann hast du dich außen vor gefühlt, wo war kein Platz für dich? Wo hast du dich extrem einsam gefühlt, weil du dich abgetrennt gefühlt hast, nicht zugehörig gefühlt hast? Leider, liebe Jungfrau, beginnt dein August eben mit diesen gemischten Gefühlen. Doch wie gesagt, es hält nicht lange an und es möchte revisioniert werden, und richtig gestellt werden. Es ist eine innere Einstellung. Gut möglich, dass dies auch mit einem Zwilling zu tun hat. Der Zwilling, der immer dazwischen funkt. Überlege gut. Die Sternzeichen, die genannt werden, müssen nicht unbedingt Sonnenzeichen sein, können auch sehr stark Aszendenten sein, die bei deinen Mitmenschen durchkommen. Doch das Universum möchte, wie gesagt, dass du Licht ins Dunkle bringst, vor allem für dich, nicht um die anderen zu belehren und zu bekehren, sondern damit du verstehst, die Zusammenhänge verstehst. Gut möglich, dass einige von euch ein Felltier, also Katze, Hund, Reh, Wildschwein, was auch immer, aus der Patsche helfen oder eines finden, vielleicht verletzt und ihr dieses pflegt bzw. dorthin bringt, wo es gepflegt wird. Dann geht es auch um Mimetisierung, und zwar sich zu tarnen. Wo versuchst du dich oder hast du bis heute versucht, eins zu werden
unsichtbar zu werden? Wo bist du in Deckung gegangen? Wo bist du aber, während du in Deckung warst, unauffällig warst und gleichzeitig von dort aus beobachtet hast? Also der August wird für dich sehr, sehr aufschlussreich. Bis Mitte August, ich denke bis zum 15., 16. und dann gehst du voller Energie mit neuem Elan und einer neuen Ausrichtung in den Rest des August und in den Herbst hinein. Auch, liebe Jungfrau, was Leidenschaft und Sexualität betrifft, auch dort gibt es Neues, denn es wird so viel geflirtet mit dir oder du mit, dass die Versuchung, ich weiß nicht, ob sie nur Versuchung bleibt. Du hast einige Anwärter und Anwärterinnen und es liegt an dir, was du daraus machst. Wow. Vor allem ein jüngeres Feuerzeichen steht wahnsinnig auf dich, liebe Jungfrau. Wie gesagt, dein Abenteuergeist ist geweckt, du möchtest verreisen, gut möglich, dass du alleine verreist oder eine Reise alleine planst. Es wird eine Reise, wo es sehr viel Gestein gibt, sehr viel Sand gibt, gar nicht mal so sehr eine grüne Vegetation, sondern wirklich, man könnte sagen, ein sehr karges Land, ein karges Land. Nachdem du, liebe Jungfrau, ein sehr, sehr guter Beobachter bist, am 19. August geht dir ein Licht auf. Und zwar auf dich selbst bezogen, dort, wo du dir selbst quasi einen Strick gebunden hast über die letzten vergangenen 25 Jahre. Ein Strick gebunden bedeutet, du hast dir eine Vorstellung gemacht, eine Idee gemacht, so ist es und nicht anders. Ja, da geht dir ein Licht auf und plötzlich erkennst du, dass du dich selbst ins Aus buxiert hast. Niemand sonst. Auch gar nicht, dass du dich hast ausbuxieren lassen. Nein, du bist einfach von dem X und Y ausgegangen und hast danach gehandelt. Doch du wirst eines Besseren belehrt, eines sehr, sehr viel Besseren belehrt. Ja, liebe Jungfrau, wir machen weiter im Extended, schauen uns den Rest der Botschaften an, gehen weiter in die Details. Der August lädt dich ein, deinen Schutzwall komplett fallen zu lassen, auf das du die Möglichkeiten wahrnimmst und vor allem, dass du erkennst, dass du dich niemandem beweisen musst. Wir machen weiter im Extended, wie gesagt, wir freuen uns, wenn du noch einmal einschaltest. Bis gleich, liebe Jungfrau. Ciao.